Weißt du, was mich beim Thema Testosteron wirklich ärgert? Ein Mann sitzt mit 40 beim Arzt. Er ist müde, hat keinen Antrieb, sein Testosteronwert ist niedrig. Und er bekommt zu hören, das ist eben das Alter. Damit ist die Sache erledigt. Dabei sinkt der Testosteronwert ab dem 40. Lebensjahr von Natur aus nur etwa 1% pro Jahr. Der große Einbruch hat eine ganz andere Ursache. In nur 15 Jahren von 2000 bis 2015 ist der Testosteronspiegel junger Männer um durchschnittlich 25% gefallen. Nicht bei Rentnern, bei jungen Männern. Nicht das Alter senkt dein Testosteron, sondern deine Lebensweise. Ich habe für dieses Video die Forschung von Dr. Mohit Khera, Dr. Shauna Swan, Dr. Rina Malik, Dr. Stefan Buntrock und anderer Fachleute ausgewertet. Und der teuerste Satz kommt gleich am Anfang. Hi, ich bin Arthur von Life Algorithm. Ich bin 46 Jahre alt, ich trainiere nur 3 Stunden pro Woche und ich bin in besserer Form als in meinen 30ern. Ich komme nicht aus der Medizin oder Ernährungsberatung, sondern aus der Informatik. Informatiker denken in Ursache und Wirkung. Was ich meinem Körper gebe, bestimmt, was er mir zurückgibt. Und mein Testosteronwert, ganz unüblich für einen Informatiker vielleicht, ist überdurchschnittlich hoch für mein Alter. Mir wird oft vorgeworfen, dass ich etwas nehme oder sogar auf einer Testosteronersatztherapie, kurz TRT, bin. Die Wahrheit ist aber, ich nehme dafür rein gar nichts. Keine Spritze, kein Präparat, kein Supplement. Und trotzdem höre ich seit Jahren, ich sei angeblich in den Zaubertrank gefallen. Dazu dann aber später noch mehr. Nach diesem Video weißt du diese 4 Dinge über dein Testosteron und das damit verbundene Befinden. Erstens, warum ein Testosteronwert im Normalbereich fast nichts darüber sagt, wie es dir geht. Zweitens, welche Schicht dein Körper jede Nacht fährt und warum du sie fast täglich selbst kürzt. Drittens, warum ein Stoff, der nie für deinen Körper gedacht war, deine eigene Produktion stoppen kann. Und viertens, warum der Satz, das ist eben das Alter, der teuerste Satz in diesem ganzen Video ist. Fangen wir genau da an, wo die meisten Männer aufhören zu fragen. Vor ein paar Jahren war ich das letzte Mal mit meinem Schwager, jetzt Ex-Schwager, aber nicht wegen mir, in der Türkei im Wakeboard-Urlaub. Abends am Wasser saßen wir mit Freunden zusammen. Mein Schwager schaut mich an und sagt den Satz, den er schon oft gesagt hat. Der Arthur ist in den Zaubertrank gefallen. Alle lachen, ich auch. Aber gemeint ist, wer nimmt etwas. Unter meinen Videos steht dasselbe. Ein Zuschauer will einen Beleg, dass ich keine Hormontherapie mache. Ein anderer hält jeden zweiten mit Therapie für einen selbsternannten Experten. Ich habe lange versucht, darauf zu antworten. Heute drehe ich die Frage um. Nicht, was nehme ich, sondern was nehme ich nicht. Dafür brauchen wir eine Zahl. Um das Jahr 2000 wurde der Testosteronwert von jungen Männern gemessen. Der Durchschnitt lag bei gut 600. 15 Jahre später lag dieselbe Altersgruppe nur noch bei rund 450. Übersetzt heißt das, von 4 Einheiten, die ein junger Mann damals hatte, sind heute noch 3 übrig. Der Verlust kommt in kleinen Portionen. Wichtig dabei, hier werden nicht alte Männer mit Jungen verglichen, sondern junge Männer mit jungen Männern. Dieselbe Altersgruppe, nicht dieselben Männer, 15 Jahre später. Damit fällt die bequemste Erklärung weg. Nach dem 40. Lebensjahr sinkt der Wert von Natur aus nur etwa 1% pro Jahr. Das ist echt wenig. Die Urologin Dr. Rina Malik sagt genau das. Das Alter allein senkt den Wert kaum. Deutlich stärker fällt er, wenn das Gewicht steigt. Bleibt die Frage, warum das kaum jemand bemerkt. Auf deinem Laborbogen steht neben deinem Wert eine Spanne. Alles darin gilt als normal. Aber diese Spanne stammt aus der untersuchten Bevölkerung. Wird die im Schnitt schwerer und schläft schlechter, wandert die Spanne einfach mit. Normal heißt also nicht gesund. Normal heißt, so wie die anderen gerade sind. Das ist ein großer Unterschied. Dazu kommt ein zweites Problem. Der gemessene Gesamtwert ist nicht der Wert, der bei dir ankommt. Ein großer Teil ist im Blut gebunden. Stell dir Michael vor, 45 Jahre alt, Büro, 2 Kinder. Sein Gesamtwert liegt sauber im Normalbereich. Der Wert unauffällig, also bestand kein Anlass für weitere Messungen. Und trotzdem ist Michael seit 2 Jahren müde, antriebslos und schläft schlecht. Was bei ihm nie gemessen wurde, ist der freie Anteil des Testosterons, also der Teil, der wirklich zählt. Falls du dein Testosteron schon mal bestimmen lassen hast, hol den Laborbericht raus. Such nach 3 Zeilen. Testosteron gesamt, SHBG und freies Testosteron. Bei vielen Laboren steht statt der 3. Zeile der freie Androgenindex. Das ist ein Rechenwert, der dieselbe Frage beantwortet. Ich zeige dir kurz meine eigenen Werte von der letzten Messung. Oben steht mein Gesamtwert, der liegt im oberen Fünftel des Normalbereichs. Für 46 ist das ordentlich.
Aber jetzt kommt die Zeile darunter. SHBG ist das Eiweiß, das Testosteron im Blut bindet. Meins liegt ebenfalls ziemlich weit oben und deshalb landet mein freier Anteil in der dritten Zeile nur knapp unter der Mitte. Gleicher Mann, gleicher Bogen, zwei sehr verschiedene Botschaften. Wenn du die erste Zeile liest, sieht einen guten Wert. Wer alle drei liest, sieht das ganze Bild. Bei den meisten steht aber nur eine einzige Zeile. Wenn also nicht das Alter der Haupttreiber ist, was ist es dann? Das Wichtigste passiert, während du schläfst. Stell dir deinen Körper als Betrieb vor. Der hat mehrere Abteilungen. Zwei davon brauchst du jetzt. Eine Leitstelle im Kopf, die Aufträge erteilt, und eine Werkstatt in den Hoden, die produziert. Die Leitstelle schickt ein Hormon los. Das ist der Auftrag. Erst wenn der Auftrag unten ankommt, läuft die Produktion an. Ohne Auftrag passiert nichts. Der Urologe Dr. Stefan Buntrock beschreibt es genau so. Und dieser Betrieb arbeitet nicht rund um die Uhr, er hat eine feste Schicht. Diese Schicht läuft, während du schläfst. Und sie wird nach hinten raus stärker. Am meisten produziert dein Körper gegen Ende der Nacht, kurz bevor du aufwachst. Deshalb nimmt der Arzt die Blutprobe auch morgens. Und deshalb ist es kein kleiner Verlust, wenn du die Nacht kürzt. Du schneidest genau die Schicht ab, in der gearbeitet wird. Und jetzt kommt der unangenehme Teil. Wer den Auftrag jeden Abend verschiebt, kürzt die Schicht nicht einmal, jahrelang. Zurück zu Michael. Er geht seit Jahren gegen 12:30 ins Bett und steht um 6 auf. Die Studienlage nennt eine klare Schwelle. Bei unter 6 Stunden Schlaf steigt bei Männern das Risiko für Funktionsstörungen deutlich an. 7 bis 8 Stunden sind der Idealbereich. Und weil das der einfachste Hebel von allen ist, schreib mir eine einzige Zahl in die Kommentare. Wie viele Stunden hast du letzte Nacht geschlafen? Wie du diesen Idealbereich von 7 bis 8 Stunden im Alltag hinbekommst, erkläre ich in meinem Video zum Thema Schlaf, das ich dir hier verlinke. Dr. Buntrock nennt noch einen zweiten Punkt. Wer nachts unregelmäßig schläft oder lange vor dem Bildschirm sitzt, wie viele von uns, stört den Rhythmus. Und wenn der Rhythmus kippt, kippt der Produktionsauftrag mit. Dazu kommt ein Punkt, über den kaum jemand spricht. Männer mit deutlichem Übergewicht bekommen im Schlaf oft Atemaussetzer. Sie wachen dabei nicht richtig auf, aber die Schicht wird trotzdem zerrissen. Was kannst du heute noch konkret tun, um deinen Schlaf zu verbessern? Ich stelle mir meinen Wecker nicht zum Aufstehen, ich stelle ihn zum Schlafengehen. Das klingt banal, aber es hat bei mir mehr verändert als jede andere Regel. 2 Dinge helfen mir dabei zusätzlich. Absolute Dunkelheit und freie Nasenatmung. Was ich dafür nutze, findest du auf lifealgorithm.de unter Top 3 Produkte und dann Schlaf. Schlaf steuert also den Produktionsauftrag. Der nächste Punkt greift eine Ebene tiefer an, er täuscht nämlich die Einkaufsabteilung. Bleiben wir im Bild vom Betrieb. Die Einkaufsabteilung bestellt Rohstoffe nur, wenn im Lager Platz ist. Sie prüft dafür ständig, wie voll das Lager gerade ist. Und jetzt stell dir vor, jemand belegt das Lager mit Attrappen. Die Attrappe sieht aus wie der echte Rohstoff, sie ist es aber nicht. Die Einkaufsabteilung zählt sie trotzdem mit. Genau das machen bestimmte Weichmacher. Sie heißen Phthalate. Die Umweltforscherin Dr. Shauna Swan erklärt, dass Phthalate die Wirkung von Testosteron blockieren und die eigene Produktion drosseln. Eine Auswertung von über 2000 Menschen in den USA fand genau diesen Zusammenhang. Wer mehr Weichmacher im Körper hatte, hatte im Schnitt weniger Testosteron im Blut. Das ist ein Zusammenhang, kein Beweis. Aber er passt zu dem, was Tierversuche seit Jahren zeigen. Und jetzt kommt der Teil, der mich richtig ärgert. Du kennst die Aufkleber auf Trinkflaschen und Dosen. BPA-frei. Klingt erstmal gut. Nur steckt dann oft BPS oder BPF drin. Ein Buchstabe anders, ähnliche Wirkung wie BPA. Das Problem ist damit nicht gelöst, es ist nur umbenannt. Man löst das Problem also nicht, man verschiebt es nur. Für dich als Käufer heißt das Etikett hilft dir kaum weiter. Du müsstest die Zutatenliste lesen und vor allem verstehen, wonach du überhaupt suchst. Ja, niedriger Testosteronspiegel, genau. Phthalate kommen rein, Testosteron geht runter. Verstanden. Das ist, Hohe Entschuldigung. Phthalatwerte, Ja. niedriger Das ist Testosteronspiegel bei vollkommen beiden. Okay, ein zweischneidiges Schwert. Wenn Frauen mit hohen Phthalatwerten und niedrigerem Testosteron weniger sexuelle Befriedigung haben und auch die Männer mit niedrigerem Testosteron eine geringere Libido haben, wahrscheinlich eine geringere Erektionsqualität und solche Sachen. Ganz genau, das stimmt. Man hat hier also ein endokrines Umfeld, das die sexuelle Befriedigung für beide Partner und auch ihre Fähigkeit, sich gegenseitig zu befriedigen, verringert. Korrekt. Kleine Geschichte dazu. Vor über 20 Jahren bin ich mit meinem besten Freund in den Urlaub geflogen.
Nach der Ankunft in Kroatien packe ich meinen Koffer aus. An Pflegeutensilien hatte ich nur eine Zahnbürste und Zahnpasta mit. Er hat mich angeschaut und gesagt, du bist ja ein richtiger Naturbursche. Der Name ist hängen geblieben und er hat mir sogar einen Schlüsselanhänger mit dem Titel Naturbursche nach dem Urlaub geschenkt. Und ehrlich gesagt hat sich seitdem wenig verändert. Ich benutze bis heute genau 2 Dinge. Eine Seife zur Körperreinigung und ein Deo, wenn ich unter Leute gehe. Das war es. Nicht aus Sorge, sondern weil ich noch nie verstanden habe, wozu ich mehr brauchen sollte. Beides, also die Seife und das Deo, kommen inzwischen von SkinBro. Deren Produkte sind bewusst so entwickelt, dass sie ohne Stoffe auskommen, die als hormonell aktiv gelten. Keine Aluminium im Deo, keine Weichmacher, keine Plastikflasche im Bad. Ob das bei dir am Ende einen messbaren Unterschied macht, kann ich dir nicht versprechen. Ich sage dir nur, was ich benutze. Du findest beides auf lifealgorithm.de unter Top 3 Produkte und dann auf Körperpflege in der Kategorie Duschgel, Seife und Deo. Wenn du den Link zu SkinBro auf meiner Webseite anklickst, bekommst du 15% Rabatt auf die Erstbestellung. Und jetzt der Punkt, der die meisten überraschen dürfte. Ein weiterer wichtiger Faktor für dein Testosteron ist das Essen. Genauer gesagt, der Weg, den dein Essen bis zu deinem Teller nimmt. Über Transportkisten, Folien, Verpackungen und andere Kunststoffbehälter geraten Weichmacher in unsere Nahrung. Besonders wichtig sind die folgenden Punkte in diesem Kontext. Erstens, nichts in Plastik in der Mikrowelle erhitzen. Wärme löst diese Stoffe aus dem Kunststoff. Zweitens, Reste in Glas oder Edelstahl lagern statt in Plastikdosen. Und drittens, so oft es geht, unverpackt einkaufen. Das kostet dich keinen Cent extra, es ist nur eine andere Gewohnheit im Supermarkt. Bleibt das Trinkwasser bzw. unser Leitungswasser. Das ist ein eigenes großes Thema. Wenn dich interessiert, was da wirklich drin ist, schau dir gerne mein Video zu dem Thema an, das ich dir hier verlinke. Und damit sind wir bei dem Punkt, der alles zusammenhält. Nicht das Alter senkt dein Testosteron, sondern dein Alltag. Bis hierhin ging es darum, wie die Produktion gestoppt wird. Jetzt wird es unangenehmer, denn der nächste Punkt zerstört die Ware, nachdem sie fertig ist. Stell dir vor, dein Betrieb hat sauber produziert. Die Ware steht fertig auf dem Hof. Und bevor sie ausgeliefert wird, baut sie jemand um. Genau das passiert im Bauchfett. Fettgewebe ist nicht einfach Speicher, es ist hormonell aktiv. Im Fettgewebe sitzt ein Enzym. Das ist der Umbauer auf dem Hof. Er nimmt fertiges Testosteron und macht Östradiol bzw. Estradiol daraus, also ein Östrogen. Ein Hormon, das der männliche Körper auch braucht, aber nur in kleinen Mengen. Die Ware ist also nicht verschwunden, sie ist etwas anderes geworden. Etwas, für das die Leitstelle nie einen Auftrag erstellt hat. Und dieser Umbau läuft nur in eine Richtung. Zurück geht es leider nicht mehr. Dr. Buntrock sagt es sehr direkt. Je mehr Fettmasse, desto ausgeprägter dieser Effekt. Wenn dir das gerade die Augen geöffnet hat, dann lass gerne einen Daumen nach oben da. Damit aber leider nicht genug. Das umgebaute Hormon meldet der Leitstelle einen Überschuss. Die drosselt daraufhin den nächsten Auftrag. Der Betrieb bremst sich selbst. Und es gibt noch eine dritte Ebene, die man leicht falsch versteht. Ein Teil deines Testosterons ist im Blut fest an Eiweiß gebunden. Gebunden heißt vorhanden, aber nicht abrufbar. Bei viel Bauchfett sinkt genau dieses Eiweiß ab. Ein größerer Anteil deines Testosterons ist also frei verfügbar. Das klingt erstmal nach einer guten Nachricht, ist es aber nicht. Der Anteil steigt nur, weil die Gesamtmenge gefallen ist. Ein größerer Anteil von deutlich weniger bleibt am Ende trotzdem weniger. In unserem Betrieb heißt das, ein Teil der Ware lag bisher fest verpackt im Lager und war nicht sofort greifbar. Jetzt wird weniger verpackt, nur steht eben auch viel weniger auf dem Hof. Und genau deshalb kann der Laborbogen auch tückisch sein. Der freie Anteil sieht ordentlich aus, der Gesamtwert liegt aber trotzdem am Boden. Wer nur auf eine der beiden Zahlen schaut, sieht das Problem nicht. Dr. Kehrer bezeichnet Gewichtsabnahme als eine der wirksamsten Maßnahmen, um den Wert auf natürlichem Wege wieder anzuheben. Und im Bild vom Betrieb ist das auch klar. Jedes Kilo, das runtergeht, nimmt einen Umbauer vom Hof. Weniger Umbauer heißt, mehr von deiner fertigen Ware kommt so an, wie sie produziert wurde. Wie stark Dauerstress beim Thema Bauchfett eine Rolle spielt, erkläre ich in meinem Video zum Thema Cortisol, das ich dir hier verlinke. Bis hierhin ging es nur um Verluste. Kommen wir jetzt zum Nachschub. Jede Produktion braucht Rohstoffe. Bei deinen Hormonen ist dieser Rohstoff Cholesterin. Aus ihm baut dein Körper eine ganze Gruppe von Hormonen. Testosteron gehört auch dazu. Fett ist also kein Feind der Hormone, sondern die Voraussetzung. Dazu gibt es eine Auswertung mehrerer Studien von Joseph Whittaker.
Wer sehr fettarm ist, also 0% Fett etc., kommt auf etwa 20% oder noch weniger der Kalorien aus Fett. Die Testosteronwerte lagen dann im Schnitt 10 bis 15% niedriger. Alle Studien findest du wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wir müssen aber ehrlich bleiben, diese Auswertung stützt sich auf 6 kleineren Studien. Eine größere Studie fand keinen sichtbaren Effekt. Und eine sehr kohlenhydratarme Ernährung hebt sogar das Eiweiß an, das Testosteron im Blut bindet, wie man vorhin in meinen Werten gesehen hat. Im Bild unseres Betriebes, es wird wieder mehr Ware verpackt. 2 Kräfte, die in verschiedene Richtungen ziehen. Wer dir hier eine einfache Antwort verkauft, hat die Studien leider nicht gelesen. Und jetzt meine Meinung dazu. Die offiziellen Empfehlungen bezüglich Kohlenhydraten stammen aus einer Zeit, in der Menschen den ganzen Tag in Bewegung waren. Wer heute 8 Stunden am Schreibtisch sitzt, lebt in einer ganz anderen Welt. Für mich funktioniert fett- und eiweißreich mit unter 10% Kohlenhydraten deutlich besser. Kohlenhydrate sind eben der einzige nicht essentielle Makronährstoff. Das heißt, wir benötigen quasi 0 Kohlenhydrate. Das ist keine Theorie, sondern meine seit Jahren gelebte Praxis mit eigenen Blutwerten und Ergebnissen. Und ich höre und lese dasselbe von sehr vielen aus dieser Community. Das ist keine Studie, sondern Lebenserfahrung. Wenn du solche Informationen wöchentlich möchtest, abonniere jetzt gerne kostenlos den Kanal. Kommen wir zum zweiten Teil, dem Abruf. Eine Werkstatt, die nie Aufträge bekommt, fährt irgendwann herunter. Genau da kommt das Thema Bewegung ins Spiel. Dr. Kehrer nennt eine konkrete Zahl. Männer mit Übergewicht und Erektionsproblemen trainierten ein halbes Jahr lang rund 160 Minuten pro Woche, also 4 Einheiten à 40 Minuten. Nach 6 Monaten war die Erektionsfähigkeit deutlich besser, ohne Medikament. Aber auch hier gehört die andere Seite dazu. Dr. Buntrock sagt klar, dass Sport den Wert nur kurzzeitig anhebt. Das stimmt. Ich mache trotzdem 5-mal pro Woche 30 Minuten Krafttraining, nur nicht wegen der Hormonkurve. Der Grund ist ein anderer, aber logischer. Muskel und Fett konkurrieren um denselben Platz an deinem Körper. Fett stellt Umbauer auf den Hof, Muskel nimmt ihm den Platz weg. Du entscheidest, welches Gewebe dominiert. Und genau daraus wird schnell ein Kreislauf. Mehr Fett heißt weniger Testosteron heißt weniger Muskeln heißt wieder mehr Fett. Krafttraining ist die Stelle, an der du diesen Kreislauf brichst. Krafttraining ist aber nur die eine Hälfte. Die andere ist der Rest des Tages. Ich arbeite im Stehen auf einem Laufband, sehr langsam bei ca. 3 Kilometer, dafür aber stundenlang jeden Tag. Das Gerät, das ich nutze, findest du auf lifealgorithm.de unter Top 3 Produkte und dann Bewegung. Bleibt eine letzte Frage. Was ist eigentlich mit der Spritze bzw. der sogenannten Testosteronersatztherapie, in kurz auch TRT genannt? Reden wir Klartext. Eine ärztliche Hormontherapie kann der richtige Weg sein. Bei echtem Mangel, bei echten Beschwerden und wenn vorher alles andere ausgereizt wurde. Über Monate, nicht über 2 Wochen. Und mit allem meine ich auch alles. 7 bis 8 Stunden Schlaf jede Nacht. Krafttraining mehrmals pro Woche. Weichmacher raus aus Küche und Bad. Ernährung ernsthaft umgestellt und Körperfettanteil dadurch deutlich reduziert. Wer das durchgezogen hat und das über mindestens 6 Monate und immer noch vom Wert her unten liegt, hat einen guten Grund für den nächsten Schritt. Kennst du vielleicht jemanden, der genau an diesem Punkt steht? Dann teile jetzt gerne das Video mit ihm. Denn bevor man anfängt, sollte man eins bedenken. Kommt die Ware regelmäßig von außen durch eine Injektion, meldet die Leitstelle Bedarf gedeckt. Die eigene Produktion fährt herunter. Das ist keine Nebenwirkung, das ist der Mechanismus. Und jetzt, was mich wirklich stört, wir suchen alle die Abkürzung. Schau dir die Abnehmspritzen an. Nicht das Mittel ist das Problem, sondern dass kaum noch jemand fragt, warum der Körper überhaupt aus dem Takt ist. Genau deshalb ärgert mich der Zaubertrankspruch, den ich vorhin erwähnt habe. Nicht, weil eine Therapie schlecht wäre, sondern weil darin der Vorwurf steckt, dass ich eine TRT mache. Nein, mache ich nicht. Und doch, es geht auch ohne. Zumindest in den allermeisten Fällen. Ich bin aber kein Arzt, also solltest du das mit deinem Arzt besprechen, wenn du eine TRT in Erwägung ziehst und auf gar keinen Fall irgendwelche Selbstexperimente machen. Welches Thema ich als nächstes auseinandernehme, kannst du übrigens im Life Algorithm Telegram-Kanal mitbestimmen. Komm gerne dazu. Fassen wir nochmal die wichtigsten Punkte zusammen. Wir haben über viele Punkte gesprochen. Die folgenden 3 davon solltest du wirklich mitnehmen. Erstens, ein einzelner Laborwert sagt fast nichts. Frag nach dem freien Anteil.
und nimm deine Beschwerden ernst, auch wenn die Spanne auf dem Bogen unauffällig aussieht. Zweitens, die Nachtschicht, also dein Schlaf, ist die einzige Schicht, die dein Körper für dieses Hormon fährt. Sie ist der größte Hebel, den du schon heute Abend bewegen kannst. Drittens, jedes Kilo Körperfett baut fertige Ware um, bevor sie überhaupt bei deinem Körper ankommt. Deshalb wirke jede Veränderung doppelt. Und vergiss nie, nicht das Alter senkt dein Testosteron, sondern dein Alltag. Wenn dir dieses Video etwas gebracht hat, dann abonniere jetzt gerne kostenlos den Kanal, damit du keines meiner wöchentlichen Updates mehr verpasst. Wie immer möchte ich mein Video mit einem Zitat zum Nachdenken beenden. Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert. Albert Einstein. Da du bis zum Ende geschaut hast, scheint dir das Video gefallen zu haben. Der YouTube-Algorithmus ist sich sicher, dass dir dieses Video auch gefallen wird. Bleib kritisch, bleib gesund und fang an. Peace out.